5 Minuten Tipps mit Stampin' Up Produkten. Heute die Basics für Emaille-Perleneffekte. Findest du im Mini-Katalog auf der Seite 59, 3 Farben im Paket Basics für Emaille-Perleneffekte. Selbstklebende Dekoperlen mit Glanz aus der Flasche selber anfertigen. Okay, hast also einmal schwarz, einmal Glutrot und einmal weiß. Ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert und mein erster Gedanke war, wie gut, dass wir hier die selbstklebenden Klebepunkte haben, die Mini-Klebepunkte. Und damit kann man das doch wunderbar für sich anfertigen. Habe ich hier auch schon ausprobiert. Normal gängige Größe wäre für mich das. Der Klebepunkt ist bedeckt und wunderbar passt das. Auf dieser Folie lassen sich auch noch kleinere Elemente anfertigen, die du dann einfach mit der Pinzette oder mit dem Aufhebhelfer abnimmst und dann auf deine Projekte setzt. Ja, einmal zeigen, wie es geht. Deko aus der Tube bzw. aus der Flasche ist ja supi. Ich lege das mir so hin, würde mir jetzt, habe ich natürlich wieder nicht hergelegt, einen Klebestreifen nehmen, so einen stinknormalen. Und dann einfach hier, was sieht man besser? Also ich finde alle Effekte schön. Ich finde auch den weißen, der hat so einen tollen Schimmer. Echt witzig. Und du kannst es einmal eben auf die Klebepunkte setzen. Gucken, dass alles schön vorne am Start ist. Also ein bisschen schütteln, aber nicht zu sehr. Gibt es womöglich Blasen. Und dann werden die hier mal serienmäßig einfach drauf gesetzt. Du kannst auch noch größer machen oder kleiner. Je nachdem, wie du Lust und Laune hast. Und jetzt könntest du dein Embossing-Gebläse nehmen, also den Föhn, und das Ganze ein bisschen beschleunigen beim Trocknen. Aber wir sparen ja gerade ein bisschen Energie, also Luft trocknen wäre auch eine Variante. Und da meine Empfehlung, lass das mal chillig 2 Stunden da so liegen. Dann ist es fast trocken und du kannst dann die Punkte ganz einfach hier von der Folie lösen. Ja, sagt sie ganz einfach, aber es funktioniert. Da ist einer und den setze ich jetzt hier mal auf die zweite Variante, die man damit machen kann, nämlich man kann wunderbar die Elemente auch direkt aus dem kleinen Fläschchen verzieren. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe schon mal hier auf die Karte gesetzt. Das ist Glutrot und wenn das wegtrocknet, siehst du ja, ist die Perle auch Glutrot. Da ist sie noch ein bisschen, weiß ich noch nicht so genau, welche Farbe sie wird, aber das wird am Ende Glutrot. Und gleiche Sache, ich nehme das Fläschchen, schüttel das mal einen kurzen Moment und setze die dann hier einfach so aneinander. Du kannst damit auch Linien ziehen und Kreise malen und Blümchen zusammensetzen. Ausprobieren einfach wie üblich. Ja, ich verziere hier meine Karte. Ein paar von den roten Perlen sind jetzt auch noch runtergefallen. Die setze ich dann also hier unten hin und lasse das später trocknen. Das wäre also die gängige Variante. Kleiner oder größer. Gucken wir, ob wir da noch so ein paar ganz kleine zwischenbekommen. Ich drücke ein bisschen, aber nicht zu viel. Und jetzt kommen die ganz kleinen, die setzen wir da einfach noch so ein bisschen da ringsrum. Ja, die würde ich wahrscheinlich immer gern direkt aus der Flasche, ehe ich die dann wieder mit wenig Kleber irgendwo hinkleben muss. Also das finde ich dann am passendsten. Auch hier schön trocknen. Ja, coole Sache finde ich. Also jetzt mal selber sein Deko zu machen, ist doch wirklich fein. Sieht schon, kann gar nicht wieder aufhören. Ich bin ja so gar nicht der Bling-Bling-Typ, aber an der Stelle finde ich das schon ziemlich witzig. Da sind überall kleine rote Perlen runtergefallen. Die sitzen jetzt auf den Blättern. Ja, 5 Minuten Tipp. Das war's schon. So schnell kann es gehen. Ja, hast du es entdeckt? Im Mini-Katalog auf der Seite 59 die kleinen Basics für Emaille-Perleneffekte. Ja, weitere Ideen und Tipps zur Koloration, zum Stempeln und natürlich zu den Stampin' Up Produkten findest du hier gleich im Anschluss in der Playlist mit meinen 5 Minuten Tipps. Bis gleich im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.